Wenn ihr auf der Suche nach einer neuen Formation und Taktik in EAFC 24 seid, zu meinem aktuellen Taktik-Setup am Start sein. Da stelle ich euch alle meine Formationen vor, die ich aktuell in meinem Taktik-Setup habe. Und eventuell ist eine oder mehrere Formationen für euch dabei, die euch zu mehr Siegen in EAFC 24 verhelfen. Wenn ihr Bock auf weitere Videos habt, dann lasst unbedingt ein Abo da, ein Like da und teilt das Video, damit mehr Leute dazukommen können. Und schaut auch gerne bei meinen Livestreams vorbei. Ich streame immer auf YouTube und Twitch, also lasst am besten, wie gesagt, ein Abo bei YouTube da, als auch ein Follow bei Twitch. Ich würde mich freuen. Und dann könnt ihr dort, sage ich mal, immer die aktuellsten Taktiken auch in-game live sehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dazukommen könntet. So, und dann gehen wir auch schon rein. Das ist unser aktuelles Team, das wir zocken. Und dann gehen wir aber in die individuellen Taktiken rein. Und zwar, wir beginnen immer noch mit der 5-4-1-Formation, die ich seit längerem schon am Start habe. Eine sehr gute Defensivformation, vor allem wenn man immer noch Probleme mit der Verteidigung hat, kann man die unbedingt gut zocken. Ist ein bisschen tricky nach vorne, aber mit Seitenwechseln über die Außenverteidiger extrem gut spielbar. Und zwar defensiv sehr ausgeglichen, Breite 40, Tiefe 60, Aufbauspiel ausgeglichen, Chancenarbeitung, direkte Pässe, Breite 40, Spieler im Strafraum 5, Ecken und Freistöße auf 1, aber Ecken und Freistöße könnt ihr, je nachdem, ob ihr Ecken- oder Freistoßvarianten habt, natürlich auch umstellen. Wie gesagt, in-game spielen wir es natürlich so, deswegen, wenn ihr halt von vornherein eigentlich immer eine Formation spielt, wo ihr, sage ich mal, nicht direkt eine Fünferkette eingestellt habt, dann solltet ihr natürlich am besten ein ZM oder ein ZDM in eurer Standardformation haben, der zur Not halt auch Innenverteidigung spielen kann. In meinem Fall ist es nicht komplett gut gelöst, aber Bellingham hätte ich denn in der Innenverteidigung. Dann bei den Außenverteidigern solltet ihr auch auf jeden Fall auf welche achten, die vorne auch extrem gut abgehen könnten. Llorente ist die Evolution-Karte, geht auf jeden Fall gut ab. Mondi auch extrem stark. Und dann auf den Flügeln natürlich Flügelspieler Son, Salah mit Finesse Shot Plus, mega crazy. Und in den ZDMs könnt ihr euch entscheiden. In dem Fall habe ich da noch Griezmann als einen offensiveren und einen defensiveren ZM und vorne natürlich einen Stürmer. Dann gehen wir jetzt auch in die Anweisung ein. Torhüter, immer Flankenfänger, funktioniert am besten. Am besten sollte der Torhüter auch noch den Flankenfänger-Playstyle haben, dann kommt es nochmal besser. In der Innenverteidigung ändert ihr nichts, einfach hinten bleiben. Bei den Außenverteidigern spiele ich beide ausgewogen und übergreifend. Einfach deswegen, weil grundsätzlich, wenn ihr nach vorne kommen wollt, die ein bisschen träge ist und deswegen es euch unbedingt weiterhilft, wenn die ein bisschen offensiver stehen, vor allem für diese extrem starken Seitenwechsel, um euch dann mit Doppelpasssituationen mit euren Flügeln außen durcharbeiten zu können. Und dann, wie ich schon meinte, einen defensiveren Set in dem Fall, weil Werde bekommt hintenbleiben am Strafraumrand bei Flanken alle Freiheiten, um Mitte abdecken, einfach alle Freiheiten, weil sie sich gefühlt denn besser in den Räumen und in den Zwischenräumen vor allem anbieten, was euch, sage ich mal, mehr hilft, auch nach vorne zu kommen und gewisse Situationen zu lösen, vor allem da die sich oft in den Halbräumen anbieten und die dann, wenn ihr einen Seitenwechsel auf euren Außenverteidiger spielt und dann euren Flügelsteil schickt, kommen die ZMs meistens als gute Anspielstation, sodass ihr über den ZM dann nach außen durchstecken könnt. Und der andere ist der offensivere, wie schon gesagt, der bekommt ausgewogen für Flanken in den Strafraum, dass ihr auch noch eine relativ gute Boxbesetzung habt mit 4 Spielern, auch alle Freiheiten und Mitte abdecken. Und die beiden Flügel bekommen auch defensive Verstärken, alle Freiheiten, Abwehr überlaufen und für Flanken in den Strafraum. Und der Stürmer teste ich zurzeit, zentral orientieren, falsche 9 und defensive Verstärken, weil ich mich oft mit Einstürmerformationen schwer tue, dass der Stürmer meistens in der Luft hängt und er nicht wirklich im Spiel, sag ich mal, vorhanden ist bei mir. Und durch falsche 9 habe ich zumindest oft das Gefühl, dass er sich halt weiter zurückfallen lässt und dann halt auch eine Anspielstation bildet, vor allem um dann mit dem Flügel, sag ich mal, euch außen durchzutanken und der sozusagen als Zwischenanspielstation bildet. Wenn ihr natürlich generell mit Einstürmerformationen besser klarkommt, könnt ihr natürlich auch dort eure präferierte Variante wählen. Aber da ich mich da schwer tue, wie gesagt, nutze ich das zurzeit und defensive Verstärken natürlich auch noch.
Noch ein kleiner Hinweis zwischendurch. Wenn du Lust hast, dich zu FIFA oder anderen Themen in der Community auszutauschen, dann komm unbedingt in den New Age Discord-Server. Dort ist die Core-Basis meines Kanals zum Informationsaustausch. Schau doch vorbei für Updates und sonstige Hinweise. Ich freue mich dort, dich anzutreffen. Also schreib dort rein. Dann gehen wir in die zweite Formation rein, die 4-3-2-1, auf jeden Fall eine gute Tiki-Taka, eine schnelle Formation, um nach vorne zu kommen, auch für Konterspieler extrem gut geeignet. Wenn du viele Druckpässe spielst, immer Druck für nach vorne klatschen lassen, Druck für nach vorne klatschen lassen, extrem stark und nicht umsonst spielen extrem viele Pros, wenn sie halt nicht auf Pro-Events sind, weil die ja indirekt verboten wird. Extrem viele auch in der Weekend League, die 4-3-2-1, weil sie einfach so brutal vorne ist. Und wir spielen das Ganze mit ausgeglichenen Defensivstil, Breite 30, Tiefe 60, Aufbauspiel ausgeglichen, Chancenerweiterung, direkte Pässe, Breite 30, Spieler im Strafraum 6, Ecken und Freistöße auf 1. Falls ihr ein Konterspieler seid, könntet ihr auch mal probieren, hier Läufe in die Spitze zu spielen. Dadurch sprinten einfach alle nochmal viel schneller nach vorne und das kann euch eventuell, wenn ihr ein Konterspieler seid, nochmal besser helfen, um schneller nach vorne zu kommen und halt einen Schnellpass, Tiki-Taka, nach vorne schnell kurz klatschen lassen, wieder nach vorne aufbauen zu können. Also könnt ihr es gerne ausprobieren, wenn ihr ein Konterspieler seid, das Ganze auf Läufe in die Spitze mal zu machen. Ich nutze aber direkte Pässe, funktioniert auch immer noch extrem gut. So, Ingame ist klar, da zockt ihr am besten Flügelspieler auf den Außen. Außenverteidiger braucht ihr nicht unbedingt. Ihr könnt einen mit nach vorne schicken und dann auf einer Seite Überzahl kreieren. Ist nochmal krasser, aber hinten gefühlt ein bisschen anfälliger. Und bei den ZMs würde ich euch wirklich raten, den mittleren ZM, einen wirklich defensiven Brecher zu nutzen, der hauptsächlich defensiv stark ist. Und zwar in dem Fall ist es Bellingham und dann spielt er auf der einen Seite einen Allrounder ZM, der defensiv sehr gut ist und offensiv auch gute Aktionen hat, wie Valverde, perfekter Typ dafür. Und auf der anderen Seite zockt ihr am besten einen Flügelspieler, beziehungsweise einen offensiveren Spieler, der eher nur Offensivaktionen macht, in meinem Fall Griezmann. Wir kommen gleich in die Anweisung und dann werdet ihr wissen, warum wir das Ganze so zocken. Und zwar gehen wir auch in die Anweisung. Wie gesagt, Torwart immer noch Flankenfänger, Innenverteidiger nichts ändern, einfach hinten bleiben. Und hier spiele ich es auch so, dem defensiveren Außenverteidiger gebe ich hinten bleiben und übergreifend, sodass der auf jeden Fall hinten bleibt. Und dem anderen gebe ich ausgewogen und übergreifend, dass der auch noch sich mit nach vorne einstellt, um vor allem Seitenwechsel zu spielen. Und dann habt ihr in der Mitte 6 Leute und das ist das Brachialste des Brachialen und dann außen noch einen, weswegen die halt so offensiv overpowered ist. Wie gesagt, wenn euch das zu offensiv ist und manchmal habe ich es auch oft, dass ihr dann natürlich über diese Seite ausgekontert werdet, dann würde ich euch raten, eher hinten bleiben zu nutzen, um dort dann defensiv stabiler zu stehen. Aber da die 4-3-2-1 bei mir auch eher eine Formation ist, die ich spiele, wenn ich zurückliege, ist das, sage ich mal, für mich besser, weil sie ein bisschen offensiver denn generell von sich aus ist. Wie gesagt, der mittlere, was ich euch schon sagte, den defensiven Brecher, der bekommt nämlich hinten bleiben und Mitte abdecken. Der zweite, der Allrounder, bekommt auch hinten bleiben und Mitte abdecken. Wenn ihr wollt, könnt ihr dem auch ausgewogen geben, dass der sich auch ein bisschen mit nach vorne einschaltet. Aber da habe ich auch gemerkt, dass es dann zu offensiv ist und ihr dann meistens nur einen ZDM, sage ich mal, Bellingham in dem Fall nur hinten habt und dann eine Dreierkette, weil ja euer Außenverteidiger auch noch mit nach vorne geht. Und da war dann totale defensive Instabilität am Start, sodass ich mich dazu entschieden habe, den auf hinten bleiben auch zu lassen, dass ihr auf jeden Fall die 2 Leute denn hier hinten habt. Und dem anderen, wie schon gesagt, der offensivere bekommt ausgewogen. Ihr könnt den sogar auch noch nach vorn orientieren geben, dann ist er nochmal ein Tick offensiver, aber ausgewogen hat mir am besten gefallen. Dann für Flanken in den Strafraum, weil der auch mit nach vorne gehen soll, sodass ihr da 4 Leute am besten eng vorne habt und das ist halt diese gefährliche Tiki-Taka-Situation, weil ihr ja 4, 5 Leute habt, die halt vorne zusammen in der Enge stehen und ihr schnell Pass aufbauen könnt. Und deswegen meinte ich auch, dass ihr da einen Flügelspieler spielen solltet, weil wir auch
Flügel abdecken spielen, weil in der Defensiven wird die ganze Formation dann zu einem 4-4-2 und Flügel abdecken, deswegen, weil dann Griezmann, sag ich mal, auf die RM-Position in der Defensive geht und da wir sozusagen jetzt den RM schon besetzt haben, bekommt der rechte Flügel in dem Fall nach außen ziehen und Anspielstation hat mir geholfen, um ein bisschen breiter zu ziehen und dass dann die ZMs nachrücken können und du eigentlich durch dieses nach Ausziehen immer vor allem von dem Außenverteidiger aus eine Anspielstation hast, deswegen auch Anspielstation, dass er kurz bleibt und dir nicht wegrennt und du den, sag ich mal, Druck vor anspielen kannst, klatschen lassen und dann kannst du ihn manuell schicken und hast dann auch diese krasse Situation. Und dem gibt dir sozusagen grundlegende defensive Unterstützung. Mir fällt gerade auf, am besten ist sogar, wenn ihr dem vorne bleiben gebt. Ich weiß nicht, warum das jetzt nicht eingestellt war, aber gebt dem vorne bleiben, weil er dann in der 4-4-2 mit Rashford in dem Fall, sage ich mal, auch vorne die Doppelspitze bildet und Rashford, wenn wir schon bei ihm sind, zentral orientieren, auch Anspielstationen, dass die sich alle kurz anbieten, weil ihr die dann, wenn die sich kurz anbieten, deutlich besser mit druckvollen Pässen anspielen könnt und die nicht dauernd ins Abseits laufen oder zu weit laufen und dann meistens druckvoll anspielen, klatschen lassen, eure ZMs mitnehmen und wenn ihr den klatschen lasst, ein L1X am besten Pass spielt, dann eure Stürmer direkt wieder schicken und dann wieder druckvoll anspielen. Und so ist das halt brachial. Und der andere Flügel bekommt, wie gesagt, auch nach außen ziehen Anspielstationen, aber er bekommt defensive Verstärken, weil er dann in der 4-4-2 im Defensiv den linken Mittelfeld bietet. Also habt ihr sozusagen in der Defensive Rashford und Salah als Stürmer, Son als LM, Valverde, Bellingham als ZM und Griezmann als RM und natürlich die Viererkette, wenn natürlich euer Llorente bzw. Außenverteidiger nicht zu weit nach vorne ist, aber da habe ich ja schon gesagt, wenn euch das zu offensiv ist, stellt bei dem auch hinten bleiben bei Angriffen ein. Dann kommen wir zu der Formation, die ich zurzeit aktuell spiele und mir auch noch am besten gefällt, weil sie einfach am ausgeglichensten ist. Und das ist die 4-4-2-Formation. Defensiv sehr ausgeglichen, Breite 45, Tiefe 60, Aufbauspiel ausgeglichen, Chancenerweiterung, direkte Pässe, Breite 60, Spieler im Strafraum 6 Ecken, Freistöße wie gehabt auf 1. In-Game ist eigentlich klar, wie man die zockt. Auf jeder Position halt die Spieler, die für diese Position geeignet sind. In den ZMs könnt ihr euch überlegen, ob ihr auch wieder einen offensiveren und einen defensiveren spielt. Mache ich auch mit Valverde als offensiveren Part, Bellingham als defensiveren Part. Aber ihr könntet auch beide dann einfach defensiv spielen und wirklich 2 defensive Brecher dort nutzen. Dann kommen wir in die Anweisung, Torhüter wieder Flankenfänger, Innenverteidigung, nichts ändern, einfach hinten bleiben. Bei der Außenverteidigung spiele ich auf hinten bleiben und übergreifend. Einfach deswegen, weil ihr durch die 4er ZM-Reihe und natürlich 2 Stürmer eigentlich schon genug Spieler vorne habt und ihr nicht unbedingt noch euer Außenverteidiger mit nach vorne schicken müsst. Deswegen hinten bleiben, aber übergreifend einfach deswegen, weil ich auch eher ein Fan davon bin, dass ich, wenn ich Situationen erkenne, dann lieber manuell meine Außenverteidiger mit nach vorne schicke, weil ich weiß, dass es auf jeden Fall eine gute Überzahlsituation daraus resultieren kann. Aber grundsätzlich, dass die Viererkette hinten auch stehen bleibt. Und dann, wie ich es euch schon gesagt habe, einen defensiveren, einen offensiveren, in dem Fall Bellingham bekommt dann auch hinten bleiben, Mitte abdecken und der offensivere bekommt ausgewogen alle Freiheiten und Mitte abdecken, dass er sich, sage ich mal, freier auf dem Spielfeld bewegen kann und in die besseren Räume, vor allem offensiv, mit eindringen kann und dort Räume schaffen kann. Und generell finde ich es auch besser, weil die dann so ein bisschen versetzt sind. Einer steht dann höher, einer tiefer, dass ihr auch vom Passspiel, sage ich mal, bessere Varianten habt, als wenn beide auf der gleichen Höhe stehen, weil dann ist es für den Gegner auch ein bisschen einfach, die zuzustellen, weil die einfach nur zwischen dem Passweg laufen müssen. Und wenn der ein bisschen höher steht, könnt ihr halt über einen Außen, über einen ZM, über einen Innenverteidiger spielen, anstatt, sage ich mal, meistens dann nur auf den ZM. Und da ihr wisst, durch das Pressing vor allem die Mitte extrem gut zugemacht wird, finde ich es auch ein Problem, wenn ihr beide auf hinten bleiben spielt, dass dann meistens euer zweite ZM durch das automatische Pressing des Gegners meistens schon zugestellt ist und ihr deswegen meistens keine Anspielstation habt. Deswegen spiele ich ausgewogen, wenn ihr mit hinten bleiben besser klarkommt, vor allem defensiv, dann könnt ihr auch gerne hinten bleiben spielen. Auf den Außen spielen wir defensive Verstärken, auch alle Freiheiten, Abwehr überlaufen,
und für Flanken in den Strafraum. Und bei den Stürmern spiele ich zentral orientieren, Abwehr überlaufen und Defensive verstärken. Ihr könnt auch überlegen, ob ihr auch hier Anspielstationen spielt oder nur bei einem Anspielstation spielt und bei dem anderen überlaufen. Weil manchmal habe ich das Problem, durch Abwehr überlaufen, laufen die halt zu schnell, sage ich mal, weg und ihr könnt die meistens dann auch mit druckvollen Pässen nicht mehr anspielen, sodass ihr hier auch ein bisschen variieren könntet, je nachdem, wie ihr auch generell spielt. Wenn ihr natürlich viel mit Steilpässen und so arbeitet, dann sollte Abwehr überlaufen für euch das Richtige sein. So, dann spielen wir auch noch die 4-2-1-3 in unserem Taktik-Setup. Ist sozusagen eine verkappte 4-3-3-Formation, die neu ist. Die bringt euch vor allem sehr viel Breite ins Spiel und kann euch extrem gut helfen, über die Außen zu kommen. Ich spiele sie an sich jetzt nicht wirklich oft. Ich habe sie nur mal getestet und komme noch nicht ganz so klar. Deswegen ist das auch die Formation, die ich am wenigsten zocke aus dem Taktik-Setup. Und es kann sein, dass sich die auch über das Jahr nochmal verändern wird. Aber wir nehmen die erstmal so mit. Defensiv sehr ausgeglichen, Breite 30, Tiefe 60. Ausgeglichen direkte Pässe, Breite 55. Spieler im Strafraum 6 Eckenfreistöße auf 1. In dieser Formation würde ich euch sogar raten, dass ihr wirklich 2 defensivere Brecher spielt, weil ihr mit den 4 Leuten hier vorne und dann auch noch mit offensiveren Außenverteidigern, sage ich mal, genug Leute vorne habt und die eigentlich hinten absichern sollten. Und dann kommen wir zu den Anweisungen. Torwart wieder Flankenfänger, Innenverteidiger, hinten bleiben bei Angriffen. Und dann, was ich schon meinte, mit offensiven Außenverteidigern. Ich spiele beide Außenverteidiger auf ausgewogen und übergreifend, sodass die mit nach vorne kommen und auch ein bisschen höher stehen. Weil ansonsten finde ich die Distanz zwischen Außenverteidiger und Flügelspieler halt zu groß, um die zu überwinden. Und wenn eure Außenverteidiger mit nach vorne gehen, habt ihr halt deutlich bessere Möglichkeiten, auch Dreiecke mit den ZDMs und ZOM über die Flügel denn zu bilden. Und deswegen meinte ich auch schon, spielen wir beide ZDMs auf hinten bleiben, Passwege zustellen und Mitte abdecken. Einfach deswegen, wenn die Außenverteidiger nach vorne gehen, dass ihr wenigstens diese 4 Leute hier in der Mitte habt und noch relativ gut verteidigen könnt. Den ZOM spielen wir defensive Verstärken und alle Freiheiten. Die Flügel spielen wir defensive Verstärken, in die Mitte ziehen, ab Anspielstationen für Flanken in den Strafraum. In die Mitte ziehen hat hier einfach den Sinn, da wir unser Außenverteidiger mit nach vorne schicken, sollen die Flügelspieler mehr nach innen ziehen, damit sie diesen Raum für die Außenverteidiger öffnen können und ihr deswegen bessere Anspielstationen habt und, sage ich mal, in der Mitte dann auch mehr Anspielstationen habt. Anspielstationen einfach deswegen, wenn ihr mit den Außenverteidigern nach vorne kommt und unnötig ins Dribbling gehen müsst, weil euer Flügelspieler eventuell ins Abseits gelaufen ist, deswegen Anspielstationen, dass er kurz bleibt, ihr eine Anspielstation habt und für Flanken in den Strafraum einfach deswegen, um die Boxbesetzung hochzuhalten. Vor allem, wenn ihr über Außen kommt und Flanken schlagt, habt ihr diese 3 Leute natürlich eng beieinander und damit auch gute Chancen, denen reinzumachen. Und im Sturm spielen wir dann einfach auch nur Anspielstationen und defensive Verstärken. Weil, wie gesagt, bei Formationen mit einem Stürmer habe ich Probleme, den ins Spiel zu bekommen und durch Anspielstationen bekomme ich den meistens öfter ins Spiel. Ihr könnt natürlich damit eurer beliebten Offensiv-Lauf-Variante spielen. Die 4-2-3-1 ist sozusagen eine meiner kompaktesten, vor allem defensiven Formationen. Natürlich spielen wir auch die 5-4-1, die nochmal kompakter defensiv ist, aber ich sag mal, offensiv auch ein bisschen mehr brauchbar ist als die 5-4-1. Deswegen 4-2-3-1 gehen wir rein. Ausgeglichen 45 bei Breite, Tiefe 60. Wieder ausgeglichen, direkte Pässe ist überall. Breite 60. Ist relativ ähnlich immer. Spieler im Strafraum 6, Eckenfreistöße auf 1. Hier würde ich auch raten, beide ZDMs auch eher defensive Brecher zu zocken. Weil sie einfach hinten stabil stehen müssen. Und ihr einen ZOM habt, der in diesem offensiven Raum drin steht. Torwart bei Flankenfänger, Innenverteidiger, lasst ihr einfach so bei hinten bleiben. Und da ich ja eben meinte, die ZDM eher 2 defensive Brecher, weil auch hier spiele ich es relativ offensiv mit den Außenverteidigern, beide auf ausgewogen und übergreifend, weil es trotzdem relativ
schwer ist, wenn du die nicht mit nach vorne nimmst, sage ich mal, in der 4-2-3-1 wirklich nach vorne zu kommen. Und deswegen nutzen wir die mit, um auch ein bisschen die Seiten und die Flügel zu überladen und, sage ich mal, ein bisschen mehr Offensivpower generieren zu können. Wenn es euch natürlich zu offensiv ist, gebt ihr entweder nur einem ausgewogen und dem anderen hinten bleiben oder direkt beide hinten bleiben. Und rein theoretisch würde ich euch hier schon empfehlen, beide ZDMs auf hinten bleiben zu zocken. Aber ich mache es auch ein bisschen offensiver. In dem Fall hinten bleiben, nur bei einem Passwege zustellen, Mitte abdecken. Und beim anderen Passwege zustellen, ausgewogen und Mitte abdecken. Einfach, wie gesagt, da ich trotzdem diese Disbalance der Sechser haben will, dass einer offensiver steht, der andere defensiver, vor allem wenn ihr über Außen kommt und ihr beide auf hinten bleiben habt, so zumindest bei mir, habt ihr meistens nie eine Anspielstation in der ZDM-Position und das ist extrem schwer, wenn die Leute vor allem den Raum eng machen und ihr nicht den ZM anspielen könnt, euren Flügel nicht anspielen könnt, euren Außenverteidiger nicht anspielen könnt und deswegen mache ich die versetzt, weil oft habt ihr dann den versetzten Spieler, den ihr dann anspielen könnt, weil der sich anders im Raum bewegt. Und bei den 3 ZOMs in dieser Formation spiele ich defensive Verstärken für Flanken in den Strafraum und alle Freiheiten. Alle Freiheiten deswegen, weil sie sich gefühlt deutlich besser anbieten und in die Räume reinlaufen, die, sage ich mal, auch offen sind und die deswegen oft gar nicht eine Anspielstation suchen müsst, weil sie sich extrem gut in den Räumen absetzen. Und im Sturm spielen wir einfach nur Abwehr überlaufen und Defensive verstärken. Und noch ein Hinweis, bei allen Formationen drücke ich am Anfang Steuerkreuz unten, Steuerkreuz oben für die Anweisung, Stürmer lässt sich zurückfallen. Und dadurch steht ihr nochmal kompakter, das kann euch auch defensiv nochmal mehr helfen. So, probiert gerne all die Taktiken aus oder die Formation und Taktik, die ihr gerne probieren wollen würdet. Und lasst gerne ein Abo da, wenn sie euch gefällt. Lasst ein Like da und teilt natürlich das Video gerne mit anderen, damit andere ebenfalls auf diese Formation aufmerksam werden und dadurch eventuell mehr Siege in Rivals oder der Weekend League holen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und schaut auch gerne bei meinen Livestreams vorbei. Ich streame auf YouTube und Twitch. Also lasst, wie gesagt, ein Abo bei YouTube da und ein Follow bei Twitch. Ich würde mich freuen. Schaut auch noch gerne meine Formation Guide Playlist an. Dort findet ihr andere Formationen und Taktiken, falls für euch in dieser Variante nichts dabei sein sollte. Und zum Schluss sage ich wieder, Welcome to the New Age. Ciao.